Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal präsentiere ich euch wieder ein Service-Video. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, wie schon bei meinem letzten Community-Eintrag angekündigt, gibt es heute nochmal ein Service-Video. Dieses Mal dreht es sich um ein Modell von Fleischmann, genauer gesagt um eine BR 128, ich glaube so Produktionsjahr um die 90er Jahre. Das Modell ist zugegebenermaßen schon ein sehr servicefreundliches Modell, hat aber hier und da noch so seine Tücken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns wieder. Heute habe ich mal das Vergnügen, ein Sondermodell auf dem Servicetisch liegen zu haben. Genauer gesagt handelt es sich hier um ein Modell einer BR 128 von Fleischmann. Dieses Modell hat die Artikelnummer 967312 und wurde 1996 produziert, und zwar zugunsten des Kinderhilfswerks der UNICEF. Ja, bevor es jetzt auf den Servicetisch geht, lasse ich das Modell wie immer erstmal warm fahren. Das mache ich aus mehreren Gründen. Zum einen schaue ich mir mal das Fahrverhalten an, wie verhält sie sich bei langsamerer oder auch bei schnellerer Fahrt. Dann schaue ich mir noch an, ob die Funktion, also sprich funktioniert das Licht. Das ist eigentlich auch ein Stichwort. Bei dem Modell sehe ich, dass das Licht jetzt in Fahrtrichtung nicht funktioniert. Müssen wir uns also mal genauer anschauen. Und zum anderen löst sich dann durch das Warmfahren auch schon mal alte Fette. Sie werden geschmeidiger, können besser gelöst werden und sind nachher dadurch einfach besser zu reinigen. Vor dem Öffnen von diesem schönen Modell weise ich wie immer darauf hin, doch mal vorher einen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen. Denn was wir vermeiden wollen, sind ja in jedem Fall Abbrüche oder sonstige Beschädigungen, nur weil wir es vielleicht unsachgemäß aufmachen. Und hier stehen dann immer Tipps drin, wie es halt geht. Und sollte mal eine Bedienungsanleitung nicht vorhanden sein, dann könnt ihr unten dem Link in der Videobeschreibung folgen. Da habe ich euch den Link zum jeweiligen Waschzettel reingepackt. Man öffnet das Modell, indem man hier in der Höhe vom Drehgestell das Gehäuseoberteil auseinanderzieht, spreizt, und dann fällt einem quasi schon das Unterteil entgegen, und genau das mache ich jetzt mal. Dann auf der anderen Seite genauso, und dann kann man den Gehäusedeckel schon abnehmen. So, was steht denn jetzt eigentlich hier zum Service an? Also vorhin haben wir ja gesehen, dass eine Leuchte es nicht tat, die würden wir austauschen. Da müssen wir mal nachschauen, warum es nicht tut. Im ungünstigsten Fall ist vielleicht eine Diode kaputt, dann müssten wir die austauschen. Aber in der Regel ist es halt das Birnchen. Ich schaue auch mal über den Motor drüber, also sprich genauer gesagt über den Kollektor und auch über die Kohlen mal drüber. Wobei das ist ein Motor neuerer Bauart, der ist dreipolig und der hat eine Schwungmasse hier. Also die sind jetzt Mitte der 90er Jahre, ist glaube ich die Lok gebaut worden. Und von daher glaube ich, dass da jetzt noch nicht so viel, die sieht auch nicht so aus, als ob sie mächtig viele Betriebsstunden schon gehabt hätte. Man kann ja mal reinschauen. So, was ich in jedem Fall machen werde, ist hier die Mechanik von den Drehgestellen auseinandernehmen. Und zwar einmal zum Reinigen und zum anderen hier, der Haftreifen dreht schon durch. Das ist ein typisches Zeichen dafür, dass der mal schon kurz vorm porös werden ist und wahrscheinlich die Lok dann keine Zugkraft mehr hat. Wir tauschen die Haftreifen aus. Fertig. Ja, damit haben wir doch schon mal einen Serviceplan, was wir jetzt eigentlich alles machen wollen. Gut, dann baue ich jetzt als erstes mal das Drehgestell aus. Das ist recht simpel. Das ganze Modell ist ohnehin sehr servicefreundlich aufgebaut. Dazu muss ich jetzt als erstes mal hier die Kontaktbrücke entfernen, denn die liegt hier mit ihren Kontakten am Drehgestell an. Das mache ich, indem ich es hier hinten einfach rausheble. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Damit springt die dann schon raus. Und jetzt ist das Drehgestell auch hier nur einfach eingeklipst. Auch da hebel ich einfach nochmal runter. Einmal und auf der anderen Seite auch. Und dann fällt es schon raus. Das war's. Ein sehr servicefreundliches Modell. Und jetzt kann es weitergehen. Wenn man hier mal die Kupplung austauschen möchte, dann gibt es hier einen Halter. Hier kann man dann die Kupplung einfach einsetzen. Und dieser Halter selber,
Der ist hier einfach nur aufgeklipst. Kann man ganz gut sehen. Den setzt man hier an und drückt ihn drauf. Das war's schon wieder. So, wie funktioniert das jetzt hier mit dem Drehgestell? Wie nimmt man das auseinander? Zunächst kann man mal hier hinten sehen, hier ist eine Nase und diese Nase muss ich halt hier so raushebeln. Dann drehe ich das vorsichtig rum, das Drehgestell, halte es unten in der Mitte fest. Und dann kann ich quasi den gesamten unteren Teil schon abnehmen und das Drehgestell ist schon frei. Es ist also wirklich in summa summarum ein sehr servicefreundliches Modell, das muss man schon sagen. Und dann kann man auch direkt die Radsätze rausnehmen. Die Radsätze sind auch wiederum sehr, sehr servicefreundlich, denn sie sind beidseitig isoliert. Das ist verfochten. Nachher ist es beim Einbau der Vorteil, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, ob ich den Radsatz jetzt so rum oder so rum einsetze. Da kann man sich nicht vertun. Und von daher ist es sehr, sehr einfach. Und bevor es jetzt weitergeht, packe ich die Teile jetzt alle erstmal in SR24 Reinigungsbad. Dadurch löst sich dann erstmal der ganze grobe Schmutz und anschließend gibt es nochmal ein Reinigungsbad mit einer lauwarmen Spülmittellösung. Und dann wird das Ganze luftgetrocknet und wenn wir dann fertig sind, dann können wir die Haftreifen aufziehen. So, jetzt geht es in die erste Runde und zwar in ein Reinigungsbad mit SR24. Wenn ich da fertig bin, dann tropfe ich die Teile erst kurz noch auf dem Haushaltspapier ab und dann gibt es eine zweite Reinigungsrunde in einem lauwarmen Spülmittelbad. So, nach dem Reinigen im SR24-Bad lasse ich die Teile jetzt erstmal abtropfen auf dem Haushaltstuch und dann geht es in die zweite Runde in das warme Spülmittelbad. Bevor ich aber jetzt in diesem frischen Spülmittelbad die mit SR24 getränkten mechanischen Teile daran reinige, reinige ich als erstes mal da drin das Gehäuseoberteil und in einem zweiten Gang dann die mechanischen Teile. Nach dem Reinigen tropfe ich jetzt die Bauteile auf dem Küchentuch ab und lasse sie anschließend Luft trocknen. So, jetzt prüfen wir mal die Beleuchtung über Masse und hier auf die Lampe. Und die Lampe tut's. Dann gucken wir auf der anderen Seite, genau das gleiche. Und sehe da tut sich nichts. Also die ist wohl defekt, die tauschen wir jetzt mal aus. Dazu löse ich jetzt als erstes die Platine und die Platine ist mit 2 Schrauben befestigt und kann dann nach oben abgehoben werden. Und ihr habt gesehen, das Ding federt einem schon entgegen. Das liegt einfach daran, dass diese Birnen mit Federn festgemacht sind. So, das neue Birnchen einsetzen ist jetzt nicht wirklich schwierig. Wird dann hier in die Feder eingesetzt. So, die Feder kommt dann hier oben wieder rein. Das war's. Bei der Gelegenheit können wir auch den Motor direkt ausbauen. Der Motor wird ausgebaut. Hier sind Messingringe, die dienen nur als Halterung. Die kann man rausnehmen. Ganz wichtig ist, dass man darauf achtet, wie man den Motor ausbaut. Der muss in dieselbe Richtung wieder eingesetzt werden, sonst fährt er möglicherweise falsch rum. Das heißt, ich mache mir einfach mal hier einen Punkt drauf und hier einen Punkt drauf. Und dann weiß ich, dass genau so rum der Motor wieder eingesetzt werden muss. Kann nach oben rausgenommen werden. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal den Motor an. Das erste, was auffällt, ist, dass hier der Kollektor tiefschwarz ist. Den werden wir mal reinigen. Dann gehe ich mal davon aus, dass das ganze Modell, das war ja, triefte ja schon ein bisschen vor Öl. Aus dem Grund werde ich auch die Kohlen ausglühen. Die verbirgen sich hier drunter. Und was mir auffällt, ist, dass es hier in den Schnecken kleine Fettreste, Klumpen gibt. Die werden wir auch mal reinigen. Und wie immer wird uns der Motor dabei helfen. Dazu lege ich dann jetzt erstmal Spannung an, hier an dem Motor. Und hier gehe ich dann mit einer kleinen Zahnbürste drüber, reinige die Schnecke und dann auf der anderen Seite auch. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt werden wir die Schnecken erstmal reinigen. Ja, und den Kollektor, den reinigen wir wie immer mit einem Glasfaserstift.
So, der blinkt jetzt wieder. Keine Panik, dass die jetzt als ausgebogen sind. Die müssen wir sowieso jetzt ausbauen. Dann können wir sie wieder ein wenig richten. Das sind die Kohlehalter. Dann bauen wir jetzt als erstes die Kohlen aus und glühen die aus. So, um die Kohlen nun auszuglühen, muss man jetzt hier diese Bürstenhalter erst an der Seite ein bisschen aus der Führung rausholen und dann nach oben hin abheben. Vorsichtig. Achtung, dahinter verbirgt sich eine Feder. Die springt dann einem sonst gerne entgegen, also vorsichtig anheben. Und den letzten Rest mache ich dann immer gerne mit einer Spitzzange. Da ist sie. Da ist die Kohle mit der Feder. Und das lasse ich dann auch so, die glühe ich dann genau so aus. So, und jetzt gehe ich hin und biege noch ein wenig den Kohlebürstenhalter wieder in Form. So, das soll es gewesen sein. Jetzt glühen wir die Kohle aus. Wieder auf einem Haushaltspapier. Da die rund ist, reicht es, wenn ich die Spitze einmalig auflege. Es zischt, es qualmt. Und wenn es aufhört mit der Qualmerei und mit dem Zischen, dann ist die Kohle ausgeglüht. Außerdem hat sie dann wieder den graphitfarbenen Charakter. Machen wir das mit der nächsten direkt auch und dann sind wir schon durch. So, die Kohle, die packe ich jetzt nicht mehr mit den Fingern an, sondern nur noch mit der Pinzette, weil ich ja jetzt vermeiden möchte, dass sich da wieder Fett drauf ablagert. Dann bauen wir sie jetzt mal wieder zusammen. So, wenn die Kohle hier mal rausspringt, dann ist das sicherlich kein Drama, dann fügt man sie hier wieder rein. Anschließend setze ich die Kohle dann hier in den Schacht. Und wie man sieht, fällt die direkt rein. Und anschließend kommt dann hier der Bürstenhalter bzw. der Kontaktfeder von oben wieder drauf. Kommt hier in den Schacht. Bevor ich das jetzt festdrücke hier oben, drehe ich hier an der Achse, damit die Kohle schon mal, die ist hier angeschliffen, seine Position findet. Und während ich drehe, drücke ich das Ding runter. Dann presse ich dann den Kontakt hier nochmal ran. Und das gleiche mache ich dann mit der anderen Seite auch. So, dann bauen wir den Motor jetzt wieder ein. Das ist recht simpel, denn es passt nur an eine Seite die Schwungmasse rein. Jetzt wird der Motor wieder erstmal arretiert. Das passiert ja auf zwei Dinge. Einmal hier kommen ja die Ringe wieder rein, doch bevor die Ringe da drauf setze, gibt es auf der Welle jetzt erstmal einen kleinen Tropfen Öl. Genau da, wo die Ringe jetzt gleich drauf liegen werden. Dann kommen die jetzt einmal hier hin und einmal da vorne. Jetzt wird die Platine aufgesetzt. Jetzt muss ich hier nur darauf achten, dass der Motorkontakt hier vor dem Kontakt drauf liegt. Ich habe die Federn ein wenig nach hinten gebogen. Kann man hier ganz gut sehen. Jetzt muss ich das halt ein Stück weit einfädeln. Gucken, dass der Motor dort richtig sitzt. Dann die Platine wieder ein wenig zurückschieben und dann kommt hier die erste Schraube wieder rein. Einmal hier. Das ist dann auch die Schraube, die die Masse auf der Platine mit dem Gehäuse herstellt. Ich kann das schon nicht mehr weg. Und die andere Schraube kommt hier hin. Jetzt machen wir nur einen kurzen Funktionstest. Einmal hier auf die Masse und hier vorne auf die Lampe. Und der Motor läuft. Auf der anderen Seite genauso. So, Lampen leuchten, Motor läuft. Und die Maschine ist jetzt wieder bereit zum Einbau. Jetzt muss ich nur noch hier den Hebel entsprechend umstellen. Der hat sich nämlich jetzt verschoben. Das ist der Umschalter zwischen Schienenbetrieb und Betrieb über Pantographen. Und hier ist bei dem Modell oder bei dem Kollegen, wo die Maschine läuft, ist die Einspeisung über die Schiene, also muss so eingestellt sein. Ja. Was ich jetzt noch machen werde ist, weil später kommen jetzt hier jetzt gleich die Radsätze drauf. Das sind Kunststoffschnecken, deshalb kommt hier jetzt dieses Teflonöl drauf, aber auch nur ein Tropfen und einer auf der anderen Seite. Das soll es dann aber auch schon gewesen sein. Bevor ich jetzt das Drehgestell wieder zusammenbaue, tausche ich erst noch die Haftreifen auf. Dazu entferne ich erstmal den alten. So, den Haftreifen jetzt aufzuziehen ist nicht besonders schwierig. Dazu nehme ich den neuen Haftreifen, lege den hier oben auf den Radkranz auf. Dann nehme ich einen Zahnstocher und führe einmal so rum. Das war's schon. Dann sehe ich noch zu, dass er vernünftig aufliegt.
drücke ihn noch einmal so in die Nut. Und das soll es dann auch gewesen sein. So, bei dem Zusammenbau von diesem Drehgestell gibt es nachher mehrere Dinge zu beachten. Später wird dieser untere Kasten, der wird ja hier so draufgesetzt werden. Und wie man hier sieht, sind die Aussparungen, wo die Zahnrädchen nachher rausschauen, die sind nicht symmetrisch, sondern sind zu einer Seite. Dementsprechend muss ich auch aufpassen, dass ich die Radsätze genau so einbaue, dass er sich nachher dass das Zahnrad dann freien Lauf hat. Die Kontakte, die liegen dann immer hinten an dem Radkranz an. Und damit das richtig funktioniert, dann drücke ich die jetzt erstmal zusammen. Dann setze ich das Zahnrad ein oder den Radsatz ein. Und jetzt kann man sehen, die Kontakte liegen von innen am Radkranz an. Und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Radsatz einlegen und gut ist. So, die Zahnräder sind alle auf einer Seite. Jetzt kommt der Moment, wo ich den Rädern nochmal einen Tropfen Öl verpasse. Und zwar ein Tropfen jeweils zwischen diesen beiden Rädern und eins hier zwischen. Und der Rest wird sich schon verteilen. Und jetzt setze ich den Unterteil wieder auf. Das mache ich erstmal von einer Seite und klipse dann die andere Seite fest. Dann auf die andere Seite runter. Das war's. Da war der Clip, das hört man ganz deutlich. Jetzt drehe ich das Drehgestell nochmal und dann kann man auch sehen, wie sich das Öl dann verteilt. Und das läuft jetzt einwandfrei. Gut, dann baue ich jetzt noch das andere Drehgestell zusammen. So, die Drehgestelle jetzt wieder einzusetzen, das ist jetzt bei dem Modell jetzt nicht wirklich ein Akt. Die werden hier vorsichtig eingefädelt und festgeklipst. Das war's schon. Ganz wichtig ist, nicht mit Gewalt. Wenn es irgendwie nicht einfach läuft, dann stimmt was nicht. So, das soll es doch schon gewesen sein. So, jetzt kommen hier noch wieder die Kontaktbrücken drüber. Die werden so weit drüber geführt, die klicken dann hier rechts und links hinter den Nasen fest. Und wie man hier sehen kann, kommen die Klippe hier hinter diesen Nasen. Und das muss auf beiden Seiten gleich sein. Und dann ist der Kontakt auch schon zu den Drehgestellen gegeben. So, jetzt ist das Modell wieder elektrisch und mechanisch komplett. So, dann kommt zum Schluss jetzt noch der Gehäusedeckel drauf. Hier gibt es auch noch was, wo man ein bisschen drauf achten muss. Im Dach gibt es halt eine Aussparung. Das ist halt nicht symmetrisch. Und diese Aussparung beinhaltet quasi hier den Entstörkondensator und die Spule. Und so muss es halt auch aufgesetzt werden. So. Auch mit Gefühl, schön vorsichtig. So, das soll es dann jetzt gewesen sein. Ja, wunderbar. Und wieder eine Lok, die den Service gut überstanden hat und jetzt weiter ihre Runden drehen kann. Und diesmal auch mit Licht. Tja, wie heißt es so schön, die Tücke liegt bekanntlich im Detail, aber wenn man so ein paar Regeln verinnerlicht und sich die Bedienungsanleitung nochmal anschaut, dann ist die ganze Kunst überhaupt kein Hexenwerk. So ihr Lieben, das war es wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.